Die Su-57 ist ein hochmanövrierfähiger Luftüberlegenheitsjäger mit einem im Vergleich zu bisherigen russischen Modellen stark reduzierten Radarquerschnitt. Sie soll unter anderem zur Bekämpfung von Stealth-Kampfjets der USA nahe zum oder im russischen Luftraum eingesetzt werden. Die Su-57 ist keine Kopie der F-22 oder F-35, ihre Entwicklungsphilosophie basiert daher nicht auf deren Anforderungen. Ihre Aufgabe ist es, mit Russlands Luftstreitkräften der 4. Generation und der integrierten Flugabwehr zu kooperieren, um eine lokale Überlegenheit zu erzielen und Korridore in der eigenen Luftverteidigung zu schließen. Die Su-57, NATO, Phelon, ist ein von der russischen Flugzeugholding Sucho entwickeltes einsitziges, zweistrahliges Stealth-Mehrzweck-Kampfflugzeug und das Resultat des PAK-FA-Kampfflugzeugprogramms, das die Grundlage für eine Familie von Tarnkappen-Kampfjets bilden sollte. Das Flugzeug zeichnet sich durch eine übergangslose Flügelrumpfverbindung aus, bei der auf Kanat verzichtet und dafür eine klassische Konfiguration aus Deltaflügeln mit Höhenrudern gewählt wurde. In den weit vorgezogenen Tragflächenwurzeln sind bewegliche Klappen in den Vorderkanten integriert, um den maximalen Anstellwinkel zu erhöhen. Die Seitenruder stehen in V-Stellung und sind als Pendelseitenlaufwerk ausgeführt. Ein Teil der Bewaffnung wird intern in 2-4-6 im großen, internen Waffenschächten, 6 Stationen, für 4 bis 6 Luftraketen mittlerer Reichweite sowie 2 kleineren Schächten mit dreieckigem Querschnitt unter dem Rumpf in der Nähe der Flügelwurzel für Luftkurzstreckenraketen mitgeführt, um den Radarquerschnitt, RCS, sowie den Luftwiderstand der Su-57 zu reduzieren. Für den Einsatz moderner Luftbodenraketen und Seezielflugkörper, die nicht in den internen Waffenschächten Aufnahme finden, stehen 6 weitere Unterflügelstationen bereit. Die Su-57 wird mit einem umfangreichen Arsenal an Luft-Luft-Raketen ausgestattet, die radargesteuerten K-77M-Raketen, eine Weiterentwicklung der russischen Mittelstreckenrakete R-77 aus dem Jahr 2000, verfügen über einen aktiven Radarsucher mit elektronischer Abtastung und haben eine Reichweite von knapp über 150 Kilometer. Der Kurzstreckenbereich wird von K-74M2 Infrarotlenkflugkörpern abgedeckt. Berichten zufolge wird die Su-57 auch Russlands kommende Langstreckenhyperschallraketen R-37M unterstützen. Die Erprobung soll bereits angelaufen sein. Obwohl die Su-57 hauptsächlich für Luft-Lufteinsätze vorgesehen ist, besitzt sie auch über eine begrenzte Bodenkampffähigkeit mit dem taktischen Luft-Bodenlenkflugkörper CH-38 sowie über eine Reihe von Lenkbomben der KAB-500-Familie. Und ein neuer Hyperschallflugkörper mit ähnlichen Eigenschaften wie die CH-47M2 Kinschal ALBM wird wohl ebenfalls entwickelt, der allerdings kleinere Abmessungen haben soll, damit er in den internen Waffenschächten mitgeführt werden kann. Die Su-57 verfügt schließlich noch über eine einzelne 30 mm Gryazew Schiponow GSH 301 Automatikkanone mit 150 Schuss Munition, die für Luftgefechte im Nahbereich und Bodenangriffe eingesetzt wird. Bei einer Länge von 20 m und einer Spannweite von 14 m weist der Kampfjet eine Flügelfläche von 78,8 Quadratmeter auf. Das maximale Startgewicht liegt bei rund 35 t, die maximale Waffenzuladung bei ca. 10 t. Die Höchstgeschwindigkeit wird von Sucho mit Mach 2+ angegeben, die Marschgeschwindigkeit soll bei Mach 1,3 liegen, ohne Nachbrenner, bei einer Dienstgipfelhöhe von 20,000 m und einem Einsatzradius von ca. 1500 Kilometer.
Auffällig ist noch das überaus robuste Fahrwerk, um auch weniger gut ausgebaute Flugplätze bzw. Landebahnen nutzen zu können. Die Su-57 wendet eine Reihe von Methoden an, um die Radarsignatur zu verringern. Ähnlich wie bei anderen Stilt-Kampfflugzeugen, wie ZB der F-22, werden die Kanten der Flugzeugzelle so ausgerichtet, dass der Radarquerschnitt, RCS, reduziert wird. Die Vorder- und Hinterkanten der Trag- und Steuerflächen sowie die verzahnten Kanten der Außenhaut sind sorgfältig abgewinkelt, um die Anzahl der Richtungen, in die die Radarwellen reflektiert werden können, zu verringern. Die Waffen werden in Waffenschächten innerhalb der Flugzeugzelle mitgeführt, während Beschichtungen aus radarabsorbierendem Material, RAM, die Radarstrahlung schlucken und so die Reflexion zurück zur Quelle verringern. Triebwerksfront zu verkleinern, sind die Wände der Triebwerksanlässe mit RAM beschichtet, und die teilweise serpentinenförmigen Kanäle verdecken den größten Teil der Verdichterfront und der Einlassleitschaufeln der Triebwerke. Die Kabinenhaube ist mit 70 bis 90 Nanometer dicken Metalloxidschichten überzogen, die auftreffende Radarwellen besser absorbieren, die Radarrückstrahlung des Cockpits um 30% verringern und den Piloten vor den Auswirkungen ultravioletter und thermischer Strahlung schützen sollen. Die Fertigungstoleranzen sind deutlich strenger als bei früheren russischen Kampfflugzeugen, um die Stilt-Eigenschaften zu verbessern. Eines der wichtigsten technischen Ziele des BAK-FA-Programms waren die vollständige Integration der Avionik-Systeme bzw. die sogenannte Sensorfusion, die Verbesserung des Situationsbewusstseins des Piloten und die Verringerung seiner Arbeitsbelastung. Die Integration der bordseitigen Systeme der Su-57 wird durch ein IUS-Informationsmanagementsystem gesteuert. Die beiden wichtigsten Avionik-Systeme sind das multifunktionale integrierte Funkelektroniksystem SH-121 MIRES und das elektrooptische System 101 KS Atoll. Das integrierte Avionik-System umfasst über 4 Millionen Codezeilen und nutzt faseroptische Kanäle. In Fachzeitschriften wird darauf hingewiesen, dass die russische offene Systemarchitektur und die verteilte Datenverarbeitung im Flugzeug ein deutlicher Hinweis darauf sind, dass die Systeme an Bord der Su-57 nicht nur fortschrittlich, sondern auch in Zukunft aufrüstbar sind. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten.